Wir sind jetzt auf dem Parkplatz im Jonastal. Man kommt in das Gelände eigentlich nicht drauf, aber wir werden ein paar Wege finden, wie wir trotzdem dahin kommen, wo wir uns was angucken können. Alles klar soweit. Einige kennen mich ja schon aus den oder von den Büchern, die ich über Thüringen schreibe. 1500 Jahre fremdbeherrscht. Der zweite Teil ist fast fertig. Das sind schon 420 Seiten geworden. Ich denke mal, dass wir im März mit dem Buch fertig sind und dann wird es sicherlich diesen Sommer verlegt werden können. Ich bin von vielen angesprochen worden, die natürlich auch die jüngere Geschichte wissen wollen. Mein Buch soll ja mal 4 Teile haben und der 4. Teil ist dann so vom Beginn des Ersten Weltkrieges bis heute. Und in der Zeit ist ja sehr viel passiert und sehr viel Spannendes auch passiert. Und unser Credo ist ja immer, dass wir die Vergangenheit kennen müssen, damit wir in der Gegenwart bestehen und die Zukunft gestalten können. Und deshalb will ich mal den Sprung wagen und mal in den 4. Teil, der bis jetzt nur in meinem Kopf existiert, aber den ich gerne dann mal so ein bisschen in Ausschnitten schon mal der breiten Leserschaft zur Kenntnis geben möchte. Wer mich kennt, ich bin hier in Arnstadt geboren und Arnstadt ist ja ein sehr alter Ort, den ich auch in meinen Büchern immer wieder erwähne. Und Arnstadt hat zwischen den beiden Weltkriegen und insbesondere zum Ende des Zweiten Weltkrieges eine ganz besondere Rolle gespielt, in denen ich auf die Gegebenheiten, die da passiert sind, werde ich dann auch nochmal mit Dokumenten, die ich dort veröffentlichen werde, ganz speziell eingehen. Jonastal, für die, die das nicht kennen, ist ein Tal zwischen Arnstadt und Grawinkel. Die Strecke zwischen Arnstadt und Grawinkel sind ungefähr 15, 18 Kilometer. Und an der Ostseite dieses Tals ist an sich schon die ganze Zeit ein Truppenübungsplatz gewesen, schon vom Kaiserszeiten und nach dem Kaiser dann auch zur Zeit des Dritten Reiches und nach dem Krieg dann hat die sowjetische Armee das übernommen. Dann war es bis 1992 ein Truppenübungsplatz der sowjetischen Armee. Und heute ist es immer noch
Standortübungsplatz der Kaserne in Gotha. Der Bienenstein, das ist der Felsen, der dort drüben ist, ne? Und links und rechts von dem Bienenstein sind jetzt diese Stollen in den Kalkstein. Das ist ja ein großer Kalksteintuff. Das ist an sich relativ einfach zu behandeln, zu bearbeiten, ne? Stollen reinzutreiben in Kalkstein. Vor Millionen Jahren war ja hier mal ein Meer und deswegen hat sich die ganzen Muscheln abgelagert und das ist dann Kalkstein geworden. Und letztlich sind es hier 12 Stollen und dann gibt es hier nochmal 13, 14 und dann gibt es hier nochmal Stollen, also insgesamt 23 bis hier hin. Und diese Stollen hat man dann alle mit Presslufthämmern in den Kalkstein getrieben von dieser Kompressorenstation aus. Und diese Pressluft ging dann unterirdisch dort runter, so sagt man, um dann letztlich dort, also sagen wir mal Luftlinie 1500, 1600 Meter weg, Stollen in diesen Berg zu treiben, um dort angeblich ein Führerhauptquartier zu errichten. Das ist die, sagen wir mal, offizielle Story, die hier davon erzählt wird. Wie immer soll man nicht glauben, was erzählt wird, denn die Wahrheit liegt meistens ganz woanders. Wie viel Luft ist denn da inzwischen durch alle möglichen Muffen, Stützen, was weiß ich, in der Gegend verschwunden? Aber gut. Gehen wir mal darüber. Ich beschäftige mich mit der Geschichte von Arnstadt gerade in dieser Zeit schon sehr lange. Man kann sagen, fast 60 Jahre, weil begonnen habe ich damit, wo ich noch Schüler war in der Schule in Arnstadt, und da sind wir angesprochen worden, natürlich von der Lehrerschaft, was letztlich auch gesteuert war, dass wir doch unsere Eltern und Großeltern fragen sollten. Also das ist so Zeitraum 1960er Jahre gewesen. Dass wir unsere Eltern fragen sollten, was sie noch aus den Zeiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges wissen, ob es da noch Unterlagen gibt und so etwas. Ich konnte da nicht viel dazu beitragen, weil sowohl mein Großvater als auch mein Vater haben da mit Schweigen gemauert. Ja, also die haben da nichts erzählt. Aber die Eltern von anderen Kindern haben da natürlich erzählt und Dinge beigetragen. Und da ist eine dicke Mappe entstanden, die dann letztlich auch irgendwie abgegeben worden ist und war dann verschwunden. Und Auszüge davon habe ich erst in den 90er Jahren, also nach der Wende, wieder in die Hände bekommen. Die hat dann einer aufgetrieben und das war ganz spannend. Und die Zeit, Ende der 90er Jahre, mit dem Abzug der sowjetischen Armee hier vom Truppenübungsplatz Ohrdruf, war so der Beginn der intensiven Forschung an diesen ganzen Unterlagen. Der Felsen ist schon gigantisch, wenn man sich das ansieht, der Bienenstein hier. Wir haben hier auf der Sohle, wo wir hier sind das ungefähr 230, 240 Meter über normal Null. Ne? Und wenn man da oben ist, dann sind wir so bei 340, 350 Meter über normal Null. Das heißt, diese Erhebung hier, die ist ungefähr 100 Meter. Und in Deutschland ist ja alles immer genormt. Es gab für alles eine Norm, es gab für alles ein DIN. Und selbstverständlich gab es im Krieg auch Normen für Überdeckung, für Bauten, die unterirdisch gemacht worden sind. Und da stand in der Norm, das brauchte immer ein Bunker
oder eine unterirdische Fabrik. Es sind ja viele Fabriken unter Tage verlagert worden. Da brauchte es also immer nach dieser Norm 80 bis 100 Meter Überdeckung. Und man hat das hier eben gut gehabt. Und da gibt es in Deutschland sehr viele Stellen, die dort ausgesucht worden sind, wo man also in Täler gegangen ist und man hat solche Berghänge gehabt und hat man praktisch in diese Berge dann reingebohrt, reingeortet mit Pressluft, mit Hammer, mit ja, vielen Häftlingen, die diese Arbeiten verrichtet haben. Und so sind hier in diesem Berg dann an der Stelle 12 Tunnel reingebohrt worden, beginnend ab Herbst 1944 bis zum März, Anfang April 1945 wurden dann die Arbeiten hier eingestellt. Die sowjetische Armee hat dann anschließend versucht, diese ganzen Stollen zuzusprengen. Man sieht da oben, wenn wir uns das dann von oben angucken, die Bruchkante, von da aus dann das Geröll abgesprengt worden ist und die Stollen wurden dann zugesprengt. Es gibt eine ganze Menge Zeitzeugen, die bei dem Ausbau dieser Stollen dabei waren und die das dann niedergeschrieben haben. Diese ganzen Dinge sind dann so in den 60er Jahren aufgeschrieben worden und auch abgelegt worden. Über dieses Jonastal ranken sich eine ganze Menge Geschichten und gehen wir mal ein Stück weiter. Mein Freund Thomas Mehner hat ja da auch sehr viele Bücher darüber geschrieben. Ich habe mich mit Martin Stade unterhalten, der auch ein Historiker ist und sehr viele Erkenntnisse gewonnen hat, der leider 2018 verstorben ist. War Jahrgang 31, ist also über 80 Jahre geworden und hat aber sehr viel dazu beigetragen und ich habe gerade von Martin Stade sehr viele Unterlagen bekommen. Und wenn man das alles zusammensetzt und in den Kontext setzt, dann muss man zu den Schlussfolgerungen kommen, dass die Geschichte an sich ganz anders war, als wie man sie uns erzählt hat. Sicherlich war es so, dass Deutschland den Krieg verloren hatte, das ist eindeutig. Aber man war immer noch dabei, Dinge zu entwickeln in Wissenschaft und Technik, die dieses Ende nochmal umkehren sollten. Und es hat an sich Entwicklung an sehr weit entwickelten Waffensystemen gegeben, die durchaus das Kriegsende hätten anderen gestalten können. Warum das nicht passiert ist, das ist eine lange Geschichte. Man könnte jetzt sagen, gut, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber wie das dazu gekommen ist, und das ist an sich eine ganz spannende Sache. Also Deutschland hatte, das ist ja eins dieser Dinge, die auch der Thomas Mehner sehr stark in seinen Publikationen immer wieder erwähnt, ist die Entwicklung der Atombombe. Es gab ja vergangenes Jahr, glaube ich, einen Film in den Kinos, die Entwicklung der amerikanischen Atombombe dargestellt hat. Nach den Informationen, die uns vorliegen, ist das alles eine Lüge, weil die USA war bei Weitem technologisch noch nicht so weit, die Bombe zu entwickeln, und die hatte auch überhaupt, auch im April 1945,
noch überhaupt keine Vorstellung, wie man so etwas zünden sollte. Letztlich sind die Atombomben, die auf Hiroshima und Nagasaki gefallen sind, letztlich deutsche Entwicklung gewesen, die hier im Arnstädter Raum entwickelt und gebaut worden sind und die dann den amerikanischen Streitkräften im April 1945 übergeben worden sind. Man sagt sogar, dass es 4 Stück gewesen sein sollen, wobei eine in dem erwähnten Film ist es ja dargestellt worden, in Los Alamos gezündet worden ist, damit man die Zündmechanismen und diese ganzen Dinge mal testen konnte, wie das in diesen Waffen vorsieht. 2 dieser Waffen sind dann, wie bekannt ist, auf Hiroshima und Nagasaki gefallen. Und die 4., so erzählt man, soll auch dort abgeworfen worden sein, aber ein Blindgänger gewesen sein, der nicht gezündet hat. Und die Japaner sollen dann letztlich, man muss da immer im Konjunktiv reden, weil wir sind ja alle nicht dabei gewesen. Das sind alles Berichte, die uns zugetragen worden sind von Menschen, die das wissen. In die Sowjetunion gebracht wurden und man hat das dann dort auseinandergenommen und das hat dazu beigetragen, dass die Sowjetunion dann auch in kurzer Zeit auch über Atomwaffen verfügt hat, um das Kräftegleichgewicht in dem Kalten Krieg dann wiederherzustellen. Aber es sind auch viele Techniker, Menschen damals wieder mit in die Sowjetunion gegangen, unter anderem eben auch Manfred von Ardenne, der letztlich bei der Reichspost gearbeitet hat und ein sehr guter Physiker war und letztlich dazu beigetragen hat, in der Sowjetunion die Atombombe zu entwickeln. Er ist ja dann auch, glaube ich, von Stalin mit dem Leninpreis geehrt worden. Ja, hier kann man die Abbruchkanten auch schön sehen. Von dieses hellgelbe bis zu der Abbruchkante. Die Stollen waren etwa auf dieser Ebene, also der Eingang zu diesen Stollen. Früher waren hier überall Schienen und Loren, wo die Baustelle damit betrieben worden ist. Ursprünglich, also die Geschichte sagt ja, es sollte ein Führerhauptquartier werden. Hier in Arnstadt ist noch ein Führerhauptquartier gebaut worden, das ist richtig, aber das ist ganz woanders. Das ist westlich von Arnstadt Richtung Wachsenburg ist das Führerhauptquartier. Wenn wir mal Zeit haben, können wir da auch mal gemeinsam hingehen. Hier sollte das nicht entstehen. Dann gab es mal irgendwann 92, 93, 94 unter Jelzin mal so eine Geschichte. Da sollte hier das Bernsteinzimmer sein. Auch das ist natürlich absoluter Blödsinn. Auch hier ist kein Bernsteinzimmer. Die eigentliche Theorie war, der man sich nähern kann, ist das eine, dass man sagt, das, was hier öffentlich an Baumaßnahmen durchgeführt worden ist, ist eine große Ablenkung gewesen. Buchenwald, das Konzentrationslager Buchenwald in Weimar, was ja hier nicht sehr weit weg ist, hat etwa, da gibt es Berichte auch im Konzentrationslager und Statistiken, 30.000 bis 35.000 Arbeitskräfte für diese Objekte hier abgestellt. Und wenn man sich das hier sieht, dann können hier an dieser Baustelle maximal 150 bis 200 Menschen gearbeitet haben, aber nicht 30.000.
Also die eigentlichen Baumaßnahmen haben ganz woanders stattgefunden und die haben auch unter Tage stattgefunden. Das ist auch etwas, was die Häftlinge dann nach Ende des Krieges erzählt haben, dass sie unter Tage waren. Leider haben es nicht alle überlebt. Die SS hat zum Ende des Krieges sehr viel Sprengungen durchgeführt, hat die Eingänge zugesprengt und man muss befürchten, dass letztlich auch die Menschen, die dort drin gearbeitet haben, da drin ihren Tod gefunden haben und da auch heute noch drin liegen. Und nicht nur die Häftlinge, sondern auch die für diese Menschen eingeteilten Wachmannschaften, die haben dort auch ihren Tod gefunden und sind dort mit drin. Das ist sicherlich eine der tragischen und schlimmen Geschichten, die damit im Zusammenhang stehen. Wenn das hier kein Abhängungsmanöver war, dann sollten mit diesen Stollen und mit diesen Zugängen wahrscheinlich Querschläge gemacht werden zu Anlagen, die von der anderen Seite schon fertig errichtet worden sind. Es gibt Zeichnungen, wonach hier drunter Eisenbahnlinien verlaufen, die dann unterirdisch bis Krawinkel gehen und in Krawinkel dann wieder an die Oberfläche gekommen sind. Und dass dort unterirdische Fabriken waren, deren Hauptzugänge an sich in Gotha an der Autobahn und bei Krawinkel waren. Und man hat möglicherweise auch dann versucht, hier Querschläge hineinzutreiben, um auch hier Zugänge zu den unterirdischen Anlagen, Fabriken und Eisenbahnlinien zu finden. Das ist zumindest für mich die logischere Aussage, als dass hier ein Führerhauptquartier errichtet worden wäre. Und was soll ein Führerhauptquartier mit 23 Eingängen? Das ist ja auch unlogisch und eigentlich Quatsch. Also diese ganzen Geschichten sind wahrscheinlich für die Öffentlichkeit gemacht worden damals. Man hat sicherlich versucht, die Menschen in Arnstadt und auch in Krawinkel, die Straße wurde ja zu den Baumaßnahmen komplett gesperrt, musste man ja irgendeine Legende entwickeln, warum das so alles passiert. Der Zufall wollte es. Ich habe damals, also in den 2000er Jahren, Beginn der 2000er Jahre, die Gelegenheit gehabt, eine ganze Reihe von Dokumenten zu bekommen, auch Dinge, die ich kaufen konnte, aus Beständen, die Menschen hatten. Und letztlich sind auch aus den sowjetischen Archiven sehr viele Informationen und Dokumente uns dann zugeleitet worden, die wir ausgewertet haben. Und ein interessantes Aspekt war zum Beispiel zu dieser sogenannten vierten Bombe, dass man dort uns das Typenschild angeboten hatte zum Kauf von dieser Waffe. Wir haben es also auch gesehen, aber der Preis war nicht so, dass wir uns das hätten leisten können. Aber auf dem Typenschild stand eben Siemens und Halske 1943. Das heißt, die Fertigung dieser Dinge muss schon wesentlich eher begonnen haben und es müssen auch mehrere Stück gebaut worden sein als diese 4, die dann den Amerikanern als Beute übergeben worden sind. 2018 ist es uns dann gelungen, also wir bekommen immer von vielen Insidern Hinweise zu bestimmten Orten, die wir uns mal näher ansehen können oder sollen. Und
meine Arbeitsweise war in der Zeit auch immer so, dass es immer 3 verschiedene Methoden gibt, um solche Dinge zu finden. Das eine sind natürlich die Zeitzeugenberichte, wo es uns damals noch gelungen ist, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, sehr viele Interviews zu führen mit Zeitzeugen, die dann teilweise auch auf Tonträger aufgenommen worden sind oder mit Schreibmaschine abgetippt worden sind. Als die Bücher dann vom Thomas Mehner erschienen sind, sind auch sehr viele Briefe an die Arnstadt-Freunde. Da gibt es so einen Verein hier in Arnstadt, der nennt sich die Arnstadt-Freunde. Briefe geschickt worden aus dem Ausland, teilweise auch aus Israel, von Zeitzeugen, die ganz genau über diese Sachverhalte berichtet haben und uns Hinweise gegeben haben, wo irgend noch etwas ist. Also diese Zeitzeugenberichte, das war immer eine Quelle. Wir haben uns dann ein spezielles Objekt ausgesucht, haben dann uns erstmal die Luftbilder beschafft, die letztlich noch aus den, also Beginn von 1943 bis 1945 hat die Royal Air Force und auch die US Army über diesem Gebiet hier verstärkt Befliegung durchgeführt und Kamerabefliegung. Und die sind alle mittlerweile auch archiviert. Man kann sie kaufen beim Thüringer Luftbildamt. Und das ist die zweite Quelle. Und wenn wir das dann einen Ort identifiziert haben, dann sind wir los und haben mit 2 Methoden, also A, Bodenwiderstandsmessung, da kann man die Bunker sehr schön grafisch darstellen über eine Software, und zum anderen natürlich über Bodenradarscans, die wir gemacht haben, wo wir dann letztlich die Dinge auch finden konnten. Die Zugänge sind ja, also die richtigen großen Zugänge, die sind alle viel weiter unten. Das ist ja alles nur das Geröll, was hier abgesprengt worden ist. Interessant ist, was hinter diesen Felsen unterirdisch ist. Hier sind ja die ganzen Fabriken, an denen die Geheimwaffen gebaut worden sind, die nach Willen des Dritten Reiches den Endsieg bringen sollten. Also weiterentwickelte Waffen, die letztlich das Tageslicht noch nicht gesehen haben. Also meine Bohrung und Grabung, die ich gemacht habe, die haben nicht hier im Jonastal stattgefunden, die haben an anderen Stellen stattgefunden, wo ich außerhalb des Truppenübungsplatzes Geländes gewesen bin, weil ich musste ja auch immer Genehmigungen einholen vom Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, vom Wasseramt, von allen möglichen Ämtern, damit ich dann bohren und graben konnte. Und das konnte ich nur an Stellen machen, die eben nicht in solchen sensiblen Gebieten lagen wie hier. Aber das Jonastal ist schon interessant, wenn man das mal so sieht. So ein Bodenradarscan hat auch immer damit zu tun, dass man auch die notwendige Software hat, um die Ergebnisse dieses Scans dann auszuwerten und grafisch darzustellen. Aber da gibt es Experten und die können das sehr gut. Und einer dieser Orte war dann
der Hamster. Und im Hamster, also der Hort heißt so im Jonastal, haben wir dann über den Bodenradarscan 4 Atombomben gefunden, die stehend dort eingelagert waren und die genauso aussahen wie die Fatboy, also die auf Nagasaki gefallen ist, diese Waffe. Und wir sind dann hingegangen und haben das gemeldet, auch bei den Thüringer Ministerien, die dafür verantwortlich sind. Haben dann sogar einen Tag der offenen Tür beim Ministerpräsidenten genutzt, um unsere Dokumentation dort abzugeben. Das hat aber alles nicht genutzt, sondern nur dazu geführt, dass wir ein Betretungsverbot für das Jonastal ausgesprochen bekommen haben. Und wo das alles nicht gefruchtet hat, sind wir an die Presse gegangen und das ist rund um die Welt gegangen. Also da kam sowohl das russische Fernsehen als auch das amerikanische Fernsehen und sogar das indische Fernsehen nach Arnstadt und haben das Gelände gefilmt und mit uns dann Interviews geführt. War eine interessante Geschichte. Im Ergebnis war dann 2 Monate später, haben wir dann nochmal einen Bodenscan durchführen lassen und da waren die Dinge alle weg. Und das Gebirge, wo das stand, also diese unterirdischen Hohlräume, das war alles eingefallen. Und man musste dann davon ausgehen, dass über den Truppenübungsplatz das unterirdisch also man hat es jedenfalls weggebracht. Das ist dann unser Ergebnis dieser Sachen gewesen. Was anderes kann man da nicht mehr dazu sagen. Es haben kurioserweise zur gleichen Zeit, also in der Zeit zwischen Erkennen und Wegräumen, auf dem Truppenübungsplatz Manöver sind durchgeführt worden, unter anderem auch von einer niederländischen Pioniereinheit. Und da kann man davon ausgehen, dass da irgendetwas gemacht worden ist. Ich möchte jetzt gar nicht über das Thema Flugscheiben reden, weil das ein bisschen sensibel ist. Manche halten das für Spinnerei. Ich gehöre zu denen, die das nicht für Spinnerei halten, sondern ich bin der Auffassung, dass es die Dinge gegeben hat. Letztlich dient das ja alles diesem Zweck. Es kann nicht es sein, was nicht sein darf. Und viele dieser Dinge würden ja das heutige Weltbild irgendwie ins Wanken bringen. Ja.